Heute trainieren wir gemeinsam Naturtonbindungen auf der Trompete. Das heißt, heute zeige ich dir eine Möglichkeit, wie auch du Naturtonbindungen sauber auf der Trompete trainieren und später natürlich auch spielen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nikolai Kamp Trompetentraining. Die Naturtonbindungen, das war die größte Schwierigkeit meiner trompeterischen Laufbahn bisher. Naturtonbindungen immer von C bis E, zack. Ein Riesenbruch dazwischen. Bakra, Bakra. Die ganze Zeit hat man diesen Störgeräusch, dieses Umschaltgeräusch bei meinem Trompetespielen gehört. Und da habe ich mir gedacht, naja, eigentlich ist es doch kein Problem. Die Lippe kann es doch. Und zwar, wenn ich nur auf dem Mundstück spiele, kann ich Naturtonbindungen nach oben, nach unten in allen Himmelsrichtungen spielen. Aber sobald das Mundstück auf der Trompete sitzt, rasten die Töne ein, beziehungsweise habe ich immer dieses Umbruchgeräusch zwischen den beiden Tönen und es kam keine saubere Bindung aus der Trompete. Dann habe ich mir gedacht, naja, dann setze ich das Mundstück halt erstmal nicht auf die Trompete. Das heißt, ich setze nur Kante auf Kante. Das heißt, wenn ich mein Mundstück so halte, also Daumen unten und 4 Finger oben, und zwar den kleinen Finger ziemlich nah am Ende des Mundstücks, dann kann ich das ganz gut halten und kann mein Mundstück so auf das Mundrohr setzen, dass eben dementsprechend das Mundstück nicht reinrutscht, sondern eben nur Kante auf Kante. Und dann kann ich ja auch diese Töne, die ich vorher auf dem Mundstück gespielt habe, langsam aufs Instrument übertragen. Nämlich indem ich immer weiter mit dem Mundstück in die Trompete gehe. Und irgendwann müsste es ja klappen, weil das Mundstück ja dann auf der Trompete sitzt. Es wird immer zunehmend schwerer, natürlich, weil die Trompete natürlich diese Töne einrasten möchte, die möchten natürlich dann klingen. Aber wenn ich mich schrittweise, millimeterweise an diesen festen Mundstücksitz auf der Trompete herantaste, dann klappt das. Und das habe ich trainiert und innerhalb von ein paar Wochen hat die Naturtonbindung funktioniert. Also, wir gehen jetzt einen Schritt weiter und zwar wieder Kante auf Kante. Allerdings unser kleiner Finger ist etwas weiter hinten. Auch hier hat man das Gefühl, da rastet noch nichts ein, es geht geschmeidig wie im Glissando durch. Also gehen wir noch einen Schritt weiter, noch weiter rein das Mundstück. Es rastet noch nicht zu hundertprozentig ein, aber ich merke jetzt schon, das ist ein C, das müsste ein E sein und das ein G. Intonation ist hier natürlich jetzt nicht gegeben, das ist ganz klar. Aber anhand von der Übung merke ich, okay, ich merke schon, wo die Töne einrasten müssten, aber ich kann noch geschmeidig von den einem Ton zum nächsten binden. Das heißt für uns, wenn das klappt, wir gehen noch einen Schritt weiter. Das Mundstück muss also weiter ins Mundrohr. Und jetzt kristallisiert sich immer mehr dieser Ton heraus, wo er eben einrasten möchte. Wir gehen jetzt gleich einen großen Schritt weiter und setzen das Mundstück auf die Trompete. Tai. Und die Töne gehen geschmeidig von einem zur nächsten Tonhöhe. Wenn du es nicht hinbekommst, lass dir Zeit, geh immer einen Schritt, einen Millimeter weiter. Und wenn es eben dann beim nächsten Schritt nicht klappt, dann bleib noch beim Schritt vorher. Eine Übung, die mir auch immer ganz gut geholfen hat. Ich habe gestartet, nämlich eben, wie gerade eben schon gezeigt, Kante auf Kante. Und jetzt bin ich, während ich diese Übung mache, immer weiter mit dem Mundstück reingemacht. Das heißt, ich habe nicht abgesetzt zwischendurch oder nachgeatmet, sondern ich war immer permanent auf dem Weg rein und dann saß das Mundstück drauf. Und dann hatte ich erstmal das Gefühl, jetzt klappt es wirklich. Wir machen das mal gemeinsam. Erstmal Kante auf Kante und während dem Buzzing oder dem Mundrohrspiel gehen wir dann einfach ein Stück weiter, bis das Mundstück eben drauf sitzt. Je nach Lungenvolumen wirst du natürlich diese Übung kürzer oder länger machen können. Dementsprechend lass dir Zeit. Oder du musst eben schneller bis zum festen Mundstückssitz kommen, damit du dann eben auch diese Töne spielen kannst. Los geht's! Und dann klappen die Dinger. Mach es etwas langsamer, dass die Luft eben bis zum Schluss geht, aber beeile dich so, dass am Schluss noch ein paar Töne gespielt werden können, wenn das Mundstück drauf sitzt. Das war eine Übung, die mir sehr
viel weitergeholfen hat, damit eben die Naturtonbindungen klappen. Was muss denn alles dabei sein, damit diese Naturtonbindungen funktionieren? Also wir brauchen erstmal natürlich einen sauberen Ansatz, das heißt die dementsprechende Lippenspannung und dementsprechend natürlich auch die Luft, die unser Instrument zum Klingen bringt. Ganz wichtig, die Zunge ist auch dabei. Es gibt ja bei Malte Burber zum Beispiel diese Kardinalvokale A, E, I, ne, und die natürlich dann dementsprechend geschmeidig verbunden, I, ne, die Zunge geht durch und da bekommt man eben ein Gefühl, dass die Zunge ja viel mitarbeitet. Das heißt, nicht nur auf Luft und auf Lippen und Anspannung und so weiter fokussieren, sondern beobachte doch mal deine Zunge, was die macht, wenn du Naturtonbindungen spielst. Die gehört dazu. Nach oben, wenn es geht, muss die Zunge auch nach oben gehen. Wenn es nach unten geht, geht die Mundhöhle größer, weil die Zunge nämlich nach unten geht. Und dementsprechend ist es ein wichtiger Faktor für deine Naturtonbindungen. Pfeifen üben, diese Kardinalvokale üben, wie es Malte auch erzählt. Das ist auf jeden Fall ein gutes Training, sich die Zungenbewegung bewusst zu machen und die einzelnen Positionen ganz deutlich zu erfühlen, beziehungsweise auch zu visualisieren, wenn du es zum Beispiel mit dem Spiegel trainierst. Aber da gibt es die Schüler, die Studenten von Malte, beziehungsweise auch ihn selbst, der ist der Fachmann, die sind da die Spezialisten, dann diese dementsprechend anschreiben und nachfragen. Übe diese Naturtonbindungen immer ab dem C2 nach oben. Wieso? Unten sind die Intervalle größer, das heißt wir haben vom C zum G1, also C2 zu G1 eine reine Quarte und von G1 bis zum C1 nach unten sogar eine reine Quinte. Das sind relativ große Tonabstände und oben haben wir von C auf E eben eine große Terz, beziehungsweise E auf G eine kleine Terz. Und da liegen die Töne einfach näher beieinander, da fällt es uns einfach leichter. Ist es dir zu hoch, zum Beispiel von C, E aufs G zu binden, dann nutzt doch deine Ventile und fang einfach tiefer an. Das heißt auf H, Dis und Fis oder B, D und F und so weiter und so fort. Wie unsere Trompete aufgebaut ist, das weißt du ja sicherlich. Und ansonsten kannst du eben für die Griffe dementsprechend in Grifftabellen nachsehen und dir dementsprechend dann die Hilfestellung holen. Das war's, kurz und knapp zu dieser Übung, wie ich die Naturtonbindungen gestemmt bekommen habe, beziehungsweise ins Laufen bekommen habe. Lass am Ende von diesem Video noch ein Like und ein Abo da. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Wenn es bei dir auf eine andere Art und Weise geklappt hat, schreib es doch unten in die Kommentare. Das würde mich brennend interessieren. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.